Hallo liebe Hausbauhelden, heute zeige ich euch mal einen ganz neuen Musterhauspark, der erst im April 2022 eröffnet wurde, und zwar die neue Fertighauswelt Schwarzwald in Kappel-Grafenhausen direkt an der A5. Bei diesem Park geht es um Nachhaltigkeit und hier stehen im Moment 14 völlig neue Häuser, ein 15. ist noch im Bau, und wir haben uns direkt nach dem Eröffnungswochenende für euch umgeschaut und verschaffen euch einen Überblick. Auf einem Areal von etwa 17.000 Quadratmetern stehen hier in Kappel-Grafenhausen am Rande des Schwarzwaldes 14 bzw. bald 15 neue Holzfertighäuser in der neuen Fertighauswelt Schwarzwald. Und hier geht es um Nachhaltigkeit. Alle Häuser sollen zertifiziert sein nach dem neuen QNG-Siegel der Bundesregierung, das heißt Qualitätssiegel für nachhaltige Gebäude. Und damit werden sie eben auch in Zukunft, das heißt im Jahr 2023, sehr wahrscheinlich staatlich förderfähig sein. Hier direkt hinter mir ist Platz 1. Da steht eine klassische Stadtvilla mit 2 Vollgeschossen und etwa 162 Quadratmetern Wohnfläche. Ins Auge fällt der Erker. Der schafft eine Wohnraumerweiterung im Erdgeschoss, es würde aber auch ohne funktionieren. Dadurch entsteht aber Platz für ein Arbeitszimmer im EG und oben einen Balkon. Ganz praktisch ist auch die Eingangsüberdachung. Die Firma Masserhaus baut Ausbauhäuser und ist damit was für handwerklich begabte Bauherren, die auch viel selber machen möchten. Hier direkt nebenan auf Platz 2 steht ein Haus mit ungewöhnlich offenem Grundriss und der Möglichkeit einer Einliegerwohnung. Das Haus gehört zur Baureihe Klassik des Herstellers. Klassisch ist hier das Satteldach, modern die fehlenden Dachüberstände und die dunkle Holzfassade. Es gibt noch einen Flachdachanbau mit überdachter Terrasse, die hier in der Verlängerung entsteht und ein richtiges Outdoor-Wohnzimmer bildet. Das Grundrisskonzept ist sehr interessant. Alle Schlafräume liegen hier ebenfalls im Erdgeschoss im Anbau. Der könnte auch als separate Einliegerwohnung ausgeführt werden, was hier nicht der Fall ist. Oben gibt es dann nur eine flexibel nutzbare offene Galerie mit großem Luftraum zum Essplatz und ein Bad. Das Haus ist komplett unterkellert. Griffner Haus ist ein österreichischer Hersteller, der aber auch hier im süddeutschen Raum Musterhäuser hat und baut und der sehr designorientiert unterwegs ist. Hier hinter mir auf Platz 3 steht ein Haus mit ganz klassischem Satteldach, solider Plus-Energietechnik, diffusionsoffenem Wandaufbau und sehr praktischer Grundrissaufteilung. Auch bei diesem Haus gibt es eine Hauseingangsüberdachung und eine überdachte Terrasse, die hier allerdings recht schmal ist, was man sich von der Nutzbarkeit überlegen muss. Ins Auge fallen die beiden vorgesetzten Panoramafenster an der Giebelseite mit so einem kleinen Flachdach, die als Sitzfenster und Blumen- oder Kräuterfenster genutzt werden können. Hier kann man sich mal ganz gut anschauen, ob einem das gefällt mit diesen rausgesetzten Fenstern. Und nebendran auf Platz 4 steht auch ein zweigeschossiges Haus mit flach geneigtem Satteldach. Der Hauptbaukörper wird gegliedert durch eine auf Höhe der Fensterbrüstungen blau-grau abgesetztes Obergeschoss und einen seitlichen Anbau, der eine Wohnraumerweiterung und eine überdachte Terrasse schafft. Das Haus zeigt eine ganz klassische Grundrissaufteilung mit etwa 180 Quadratmetern Wohnfläche und einem optionalen 3. Kinderzimmer im Erdgeschoss. Das nächste Musterhaus hinter mir auf Platz 5 fällt durch seine ungewöhnliche Farbgestaltung in Weiß, Anthrazit und Olivgrün auf und durch diesen umlaufenden Terrassenbalkon und die Übereckverglasungen.
Das Haus gehört zum Hausprogramm Selection des Herstellers, ein modulares Haussystem, bei dem Baufamilien verschiedene Anbauelemente kombinieren können. Das Besondere hier, das Wohnen liegt im Obergeschoss und das Schlafen im Erdgeschoss. Ein Aufzug verbindet die Ebenen und macht barriereoptimiertes Wohnen möglich. Mit 250 Quadratmetern Wohnfläche ist dieses Haus eines der größten in der Ausstellung. Das nächste Haus auf Platz 6 fällt durch seine ungewöhnliche Kubatur, nämlich einem flach geneigten Pultdach auf fast quadratischem Grundriss auf und durch seine markanten großen Dachüberstände. Akzente setzt beim Haus der Reihe Konzept M die Holzverschalung und der umlaufende Balkon. Markant ist auch der große beleuchtete Dachüberstand, der praktischerweise auch den Balkon im Obergeschoss schützt. Der Grundriss mit offenem Wellnessbad ist ebenfalls etwas abseits des Üblichen. Das Haus ist auch optisch mal eine Abwechslung in dieser Ausstellung und sicher einen Besuch wert für Interessenten, die mal etwas anderes als das klassische Satteldachhaus sehen wollen. Auf dem nächsten Platz, Platz 7, steht wieder ein Musterhaus eines speziellen Ausbauhausanbieters. Das Musterhaus Generation 3 ist ein Mehrgenerationenhaus mit Einliegerwohnung, mit 2 Vollgeschossen und Satteldach. Die Wohnfläche beläuft sich auf rund 220 Quadratmeter, verteilt auf 6 Zimmer und 2 Etagen. Auch das ist wieder ein Haus für Selbermacher. Auf Platz 8 ist noch Baustelle, da entsteht das eben erwähnte 15. Musterhaus und daneben auf Platz 9 haben wir ein modernes Plus-Energiehaus, das die traditionelle Schwarzwaldarchitektur mit steil geneigtem Satteldach, Holz- und Schieferfassade modern interpretieren möchte. Neben der wertigen Gestaltung mit Naturmaterialien fallen bei diesem Haus auch die modernen Giebelanbauten und die große Terrassenüberdachung auf. Und innen gibt es intelligente, unsichtbare und damit platzsparende Haustechnik, besondere Einbaumöbel und ein wirklich spektakuläres Bad unterm Dach. Zu diesem Haus gibt es übrigens ab 13. Mai auf unserem Kanal eine ausführliche Haustour. Und nebendran auf Platz 10 haben wir wieder eine klassische Stadtvilla mit Walmdach, allerdings diesmal mit besonderen Gestaltungsmerkmalen und Anbauelementen. Der Landhausstil mit Sprossenfenstern und weitem holzverkleidetem Dachüberstand kennzeichnet dieses Musterhaus und hebt es von der Masse ab. Die 190 Quadratmeter Wohnfläche sind intelligent und abseits des Gewöhnlichen aufgeteilt. In einem Anbau im Erdgeschoss befindet sich eine sehenswerte Küche mit Licht von oben. Ein weiteres besonderes Detail ist die abgesenkte Fernsehsitznische. Hier gibt es eine wirklich sehr sehenswerte und hochwertige Inneneinrichtung zwischen Landhausstil und Industrial Style. Auf dem nächsten Platz steht wieder ein Satteldachhaus, diesmal anderthalbgeschossig und mit modern anmutender Dachgaube. Auch bei diesem Musterhaus Nero sehen wir die gerade angesagten Übereck oder in die Ecke gesetzten Verglasungen. Es können verschiedene Dachformen je nach Bebauungsplan gewählt werden und innen stehen entweder 2 Kinderzimmer plus offene Galerie oder 3 Kinderzimmer im Obergeschoss zur Verfügung. Auf Platz 12 steht wieder ein Musterhaus, das mit seiner dunklen Holzfassade und seinen 2,5 Geschossen besonders ins Auge fällt. Mit seinen 2,5 Geschossen bietet es die meiste Wohnfläche in Bezug auf die Grundfläche, nämlich rund 190 Quadratmeter auf 3 Ebenen. Das Besondere beim Musterhaus My Smart Green Home, es ist das erste gebaute Haus des Herstellers aus einem neuen Architekturkonfigurator, bei dem Bauinteressenten kostentransparente und besonders ökologische Häuser konfigurieren und 1:1 bauen lassen können. Der Hersteller hat ein besonders wohngesundes Konzept, von der selbstentwickelten Holzdämmung bis zu den Einbaumöbeln, und auch hier gibt es viele sehenswerte Details, die wir euch auf unserem Kanal schon in einer ausführlichen Haustour vorgestellt haben.
Auf Platz 13 steht das Musterhaus Artis, ein bewährter Klassiker mit Satteldach. Auf rund 180 Quadratmetern gibt es hier eine sehr durchdachte Architektur, die eine Essenz der üblichen Wohnwünsche von Baufamilien ist. Dazu gehört auch der Übereckerker, der den Essplatz im Erdgeschoss erweitert und mit Holzverschalung abgesetzt ist. Durch einen Kniestock von 2,15 Meter und einem Satteldach mit Dachneigung von 25 Grad entsteht im Obergeschoss ein offenes Raumgefühl und flexible Möblierungsmöglichkeiten. Beim nächsten Haus ist der Name Programm, benannt nach Enne Burda, der Gründerin des Burda Verlags, soll es besonders flexibel und zukunftsorientiert für junge Familien sein. Das zeigt sich unter anderem am angedockten Flying Space Modul des Hausherstellers, das flexible Nutzungsmöglichkeiten eröffnet, zum Beispiel als Homeoffice oder Wohnung für die Großeltern. Die dunkle Holzfassade und das besondere Eingangselement sind Reminiszenzen an den Landhausstil, wie immer bei diesem Hersteller modern und alltagstauglich interpretiert. Auch hier lohnt sich ein Besuch für Baufamilien, die neue und innovative Wohnideen suchen. Das letzte Haus auf Platz 15 hebt sich optisch ebenfalls vom Üblichen ab. Markant ist das Pultdach ohne Dachüberstände und die zurückversetzten Außenwände an den Giebelseiten, die geschützte Freiräume entstehen lassen. Auf 2 Stockwerken bietet es insgesamt 183 Quadratmeter Wohnfläche. Über bodentiefe Fenster, über Eckverglasungen und Oberlichter wird das Haus regelrecht mit Licht geflutet. Eine geschützte Terrasse und ein Sitzfenster dürfen auch hier nicht fehlen. In der Description habe ich euch einen Link gesetzt, wo ihr den Ausstellungsplan und alle Häuser mit Grundrissen finden könnt und euren Besuch optimal vorbereiten könnt. Die Ausstellung ist seit 23. April geöffnet, jeweils von Mittwochs bis Sonntags von 11 bis 18 Uhr. Eintritt kostet 4 € für Erwachsene, 6 € für Familien. Wir werden auf jeden Fall noch einige dieser Häuser in ausführlichen Haustouren vorstellen. Deshalb abonniert am besten unseren Kanal mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.